Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir oder besser gesagt sogar einer kleinen Videoserie. Und zwar die meisten von euch kennen ja bestimmt das Video über mein Boot, meine Unsinkbar 2 und meine Unsinkbar 1. Die Unsinkbar 1, die habe ich schon längst zu Brennholz verarbeitet, die Unsinkbar 2, die seht ihr hier. Das Ganze ist aber jetzt schon über 7 Jahre her und dementsprechend gibt es auch kein Video über den Bau von diesem Boot, nur ein Video, was ich nachträglich gemacht habe. Seit längerem aber wollte ich jetzt schon ein neues Boot bauen, und zwar die Unsinkbar 3. Und ich habe sie jetzt auch schon fertig. Das Ziel von dem neuen Boot war es, das Ganze noch mehr auf die Spitze zu treiben. Also das Ganze noch kleiner zu machen. Das Boot ist jetzt 1,62 Meter lang und außerdem hat es noch einen viel stärkeren Motor als das alte Boot, was nur mit einem alten Rasenmähermotor gelaufen ist. Ich habe auch heute schon die allererste wirklich erfolgreiche Testfahrt absolviert. Das gibt es aber dann eben, wie gesagt, erst in ein paar Wochen zu sehen. Heute starten wir mal mit dem allerersten Teil von der Bauserie von diesem Boot. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und eventuell auch beim Nachbauen. Wie machst du das umklicken? Hm? So, wie ihr gesehen habt, viel habe ich nicht geplant. Ich bin ja auch kein Profi-Bootbauer, der Ahnung hat, sondern ich habe einfach mal drauf losgebaut. Was ich hier ausgeschnitten habe und gerade planhoble, das ist die Leiste für den Bug aus Eschenholz. Jedes andere Hartholz geht da natürlich auch. Um mir alles mal bildlich vorzustellen, habe ich den Bootskörper mal mit Hartfaserplatten simuliert. Mir war wichtig, dass das Boot eine sportliche Form bekommt, mit richtigem Rumpf. Das alte Boot war unten und oben ja einfach nur flach, was aber natürlich viel einfacher zu bauen ist. Los geht's jetzt mit den Bootsrippen, die sind aus 16 mm Birke Multiplex. Hier bekommt die Bugleiste schon mal abgerundete Kanten, damit die später im Boot nicht scharfkantig sind. Als nächstes mache ich hier ein Distanzstück, damit auch die Rückplatte vom Boot eine leichte Biegung hat. Das Ganze mache ich aber nur aus optischen Gründen. Die Distanzstücke werden jetzt aufgeleimt. Grundsätzlich leime ich an diesem Boot alles, einfach für mehr Stabilität. Dieser Mittelsteg, der dient der Kraftübertragung, daran wird nämlich später der Motor befestigt. Jetzt kommen auch schon die Rippen aufs Boot. Den Bug hoble ich hier auch schon etwas vor, dann muss ich nachher nicht mehr so viel Material entfernen.
Jetzt wird's spannend, und zwar habe ich hier diese Tannenleisten gehobelt. Die werden jetzt in diesem Kunststoffrohr heiß bedampft, um sie leichter biegen zu können. Das geschieht einfach mit einem Topf mit kochendem Wasser für etwa 1,5 Stunden. Der Dampf steigt in das Holz hinauf und kondensiert oben und refluxiert wieder zurück in den Topf. Dann muss es schnell gehen, die noch heißen Leisten werden an den Bootskörper gebogen und festgeschraubt. Zum Schluss werden alle Leisten, auch die Bugleiste aus Esche, ungefähr nach Gefühl in den richtigen Winkel gehobelt bzw. geschliffen. Bei den Tannenleisten ging Schleifen mit der Flex und mit dem Bandschleifer am besten. So, das war's jetzt auch schon mit dem ersten Bootsvideoteil. Teil 2 kommt nächste Woche. Vom Aufbau ist dieses Boot viel komplizierter als die Unsinkbar 2. Das Video dazu verlinke ich unten, falls sich jemand so ein Miniboot bauen möchte und es nicht ganz so kompliziert haben will. Das ist wie gesagt viel einfacher aufgebaut. Damit verabschiede ich mich auch schon bis zum nächsten Video. Danke fürs Anschauen, es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video fleißig weiterteilt, likes oder abonniert. Ich freue mich auch über eure Kommentare und damit bis nächste Woche.